you've awakened us also today. Danke, dass du uns auch heute aufgeweckt hast. And that you give us this new opportunity to understand your word. Und dass du uns diese neue Möglichkeit geschenkt hast, dein Wort zu verstehen. I want to ask you that you please help us to be attentive. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst, aufmerksam zu sein. That you bless Brother Mark and Brother Lawrence. Dass du Bruder Mark, Bruder Lorenz segnest. Also the technique and as a class. Auch die Technik und auch die Klasse. Please protect also those who are traveling right now. Bitte beschütze auch diejenigen, die jetzt gerade auf einer Reise sind. And I want to ask you for your presence here in the class. Und ich möchte auch um deine Gegenwart hier in der Klasse bitten. And please help us, Father, to understand what is going to be presented. Und bitte hilf uns auch das zu verstehen, was jetzt vorgetragen werden wird. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, turn to Daniel chapter 2. Gehen wir zu Daniel Kapitel 2. Yeah, I just have some thoughts that I want to try and iron out in my mind. Das sind ein paar Gedanken, die ich gerne in meinem eigenen Verstand ausbügeln möchte. Now, we know that Daniel 2, which is an illustration of this statue right here, Wir wissen, dass Daniel 2, welches ja eine Darstellung von diesem Standbild hier ist, represents the whole end-time scenario at the end of the world. stellt ja das gesamte Endzeit-Szenario hier am Ende der Welt dar. And we know that Daniel 7 and Daniel 8, they're just parallel illustrations of the same thing. Wir wissen auch, dass Daniel 7 und Daniel 8 einfach eine Paralleldarstellung von diesen selben Wahrheiten ist. But we know the Lord shows the same illustrations at different levels. Wir wissen aber, dass der Herr dieselbe Darstellung auf verschiedenen Ebenen aufzeigt. Okay, so let's go to verse 36. Gehen wir zu Vers 36 in Daniel 2. Okay, so we know that in Daniel chapter 2, this illustration of Babylon is illustrating the experience of God's people in the Sunday law crisis. Wir wissen, Daniel 2 ist ja eine Illustration von der Erfahrung von Gottes Volk während der Sonntagsgesetzkrise. And we know that in the Sunday law crisis you get delivered up before kings. Wir wissen, dass in der Sonntagsgesetzkrise wir vor die Könige gebracht werden. Right? And here in verse 36, Hier in Vers 36 it's marking this time period where Daniel now gets delivered up before the king and he's going to tell him the vision. Right? Vers 36 markiert jetzt einen Punkt, wo Daniel vor die Könige gebracht worden ist und er erklärt ihm jetzt die Vision. Okay, now we know that it's at the midnight cry where you get delivered up. Wir wissen, dass es ein Mitternachtsruf ist, wo wir ausgeliefert werden. But if we take this, if we take this fractal, this is also marking the how do I do it now? It would be in here, right? It's not marked on here, but it doesn't matter. You're standing before the kings at the midnight cry, right? Wir sind hier im Mitternachtsruf, werden wir ausgeliefert und in dieser Darstellung jetzt hier im Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung wäre es ja hier im Mitternachtsruf. Okay, so this right here is this period right here. Das genau hier ist ja jetzt hier in dieser Darstellung. So Daniel gets delivered up before the king, and in verse 36 he says the following. Daniel wird jetzt ausgeliefert von dem König und Vers 36 sagt er das folgende. He says, "This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field, and the fowls of the heaven, hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold.
And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the world. And the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all these, shall it break in pieces and bruise. And whereas thou saw the feet and toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it the strength of the iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou saw iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, for it shall stand forever. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it brake in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof is sure. So Das ist Vers 45. Daniel is laying out the whole time of trouble, right? Daniel legt jetzt hier die gesamte Zeit der Trübsal aus. Okay, now just let's go to the live stream, Lassen wir jetzt Livestream gehen. and I've put in there a couple of quotes. Ich habe jetzt hier ein paar Zitate gepostet. The first one's from early writings 85. Das erste ist hier von Frühe Schriften 85. It says this view was given in 1847, right? Now, what is she referring to? Worauf nimmt sie hier Bezug? No. I'm just based on what I've just read. This view was given in 1847. What's she referring to? No. Worauf nimmt sie hier Bezug? Good guess, but it's not the right answer. 1848, right? Ich auf 1848 sozusagen hinweisen. Because she says this view was given in 1847 when there were very few of Advent brethren observing the Sabbath, and of these, but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and unbelievers. Now, the fulfillment of that view is beginning to be seen, because she's telling this in 1848, but she refers back to 1847, right? Sie sagt es jetzt hier in 1848, aber sie nimmt Bezug rückwärts blickend auf 1847. Well, it says here, because early writings, I think, I will check that, it was written in 1850. well, this is not written for early writings. Early writings is taken from many other places. But she's saying now that time of trouble, now the fulfillment of that view is beginning to be seen. The commencement of that time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to pour out, but to a short period just before they are poured out, while Christ is in the sanctuary. At that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth. So at that time, what was happening when she stopped referring to? Zu dieser Zeit, was ist da passiert? Trouble's coming on the earth, right? Bezug nimmt Trübsal kam über die Erde. Okay, and she's referring to 1848, right? Sie nimmt Bezug auf 1848, diese Unruhen, die da stattfinden. So 1848, which we know typifies the Sunday law. 1848, was wir ja wissen, was das Sonntagsgesetz vorausschattet. She says at that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth, and the nations will be angry, yet held in check, so as not to prevent the work of the third angel. At that time, the latter rain or refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel, and prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. So we know that when the Sunday law comes, the Lord sends power, right? Dass wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann wird der Herr Kraft senden. So it's marking a time of trouble, and the time of trouble that it's marking is not the time of trouble when the
7 last plagues are poured out, right? Das markiert hier eine Zeit der Trübsal, aber sie sagt, das ist nicht die Zeit der Trübsal, wo die 7 letzten Plagen ausgegossen werden. But a short time before while Christ is in the sanctuary. Aber eine kurze Zeit davor, wenn Christus noch im Heiligtum ist. When does Christ finish his work in the sanctuary on this line? Wann beendet Christus das Werk im Heiligtum in dieser Linie jetzt gesehen? Right here, right? Genau hier. So right here, he finishes his work in the sanctuary, throws down the censer, and the 7 last plagues begin to pour out, right? Genau hier beendet er jetzt seinen Dienst im himmlischen Heiligtum. Er wirft das Räucherfass nieder und die 7 letzten Plagen fangen an ausgegossen zu werden. Right? So from the time of the Sunday law begins to the final review is a time of trouble, right? Von der Zeit, wo das Sonntagsgesetz anfängt, bis zur letzten finalen Untersuchung, also Ende der Gnadenzeit, ist eine Zeit der Trübsal. But we know when he finishes that work, you're given this little time of peace to flee into the mountains before the death decree is made, right? Aber wir wissen, dass wenn er das Räucherfass niederwirft, dann gibt er dir noch diese kleine Zeit des Friedens, um in die Berge zu fliehen, bevor das Todesdekret gegen dich kommt. So what do you have here? Also was haben wir? 2 times of trouble, right? 2 Zeiten der Trübsal. And in between those 2 times of trouble, there's this little time of peace, right? Und in den 2 Zeiten der Trübsal haben wir die kleine Zeit des Friedens. She calls it a seeming time of peace, right? Und sie sagt dazu, ja, es ist eine scheinbare Zeit des Friedens. So, not really peace because the plagues are pouring out, but it's a time of peace for you. You're able to escape and get into the mountain holes, right? Nicht wirklich eine Zeit des Friedens. Du hast nur jetzt Zeit zu fliehen und in diese Berge zu flüchten. Okay? So, Daniel is standing here and he's now in the time of trouble. He's been delivered up and he's now telling them a rundown of all the way till the kingdom is set up. Right? Da steht jetzt in der Zeit und er gibt ihnen jetzt letztendlich eine Abfolge von all den Königreichen, die noch aufkommen werden bis zum Ende der Zeit. So, if you go back to verse 37, Zurückgehen zu Vers 37. in the first time here, right, it says, Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. Right? And this is this head of gold, right? Das ist jetzt hier dieses Haupt aus Gold. And he goes on to say, Er sagt weiter, verse 39, Vers 39. And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass. So, the kingdom that arises after is which kingdom? Das Königreich, was danach aufkommt, ist welches Königreich? Medo-Persia, right? Persien. Which is a two-horned power, right? Das eine zweihörnige Macht ist. Okay, now just keep your place there. Go to Revelation 13 and verse 11. So, Finger, hier gehen wir jetzt zur Offenbarung 13, Vers 11. It says, And I beheld another beast coming up out of the earth, right? And he's coming up in a time of peace, right? The Man earth sieht is hier, a time of wie peace. das Tier aus der Erde aufkommt und das kommt ja in einer Zeit des Friedens auf. Okay, so we've got this two-horned power here coming up in a time of peace, and this is the body of silver. Dieses zweihörnige Tier, das in einer Zeit des Friedens aufkommt und das ist das Brust dieses Silbers aus dem Standbild. Right, so it says, back to verse 39 in Daniel 2. Zurück zu Daniel 2, Vers 39. So it says, And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. Right, so the third kingdom of brass, the waste.
Das ist jetzt die Hüften. Das Bronze. So this kingdom here, what did he say it was? Was sagt er, was war dieses Königreich? He says he was a king of Kings. kings, right? Hier sagt er, es war ein König der Könige. And we know this, that when the Sunday law comes into place, it's an empire, right? So he's a king of kings. Wir wissen, dass wenn das Sonntagsgesetz eingesetzt wird, dann ist das dort ein Kaiserreich, er ist dann ein König der Könige. And what does it say about this third kingdom? What's it going to rule over? Und was sagt es über dieses dritte Königreich? Worüber wird es herrschen? All the earth, right? Die gesamte Erde. So we know in the Sunday law crisis, which is a time of trouble, you have 2 times of trouble. So, wir wissen, in der Sonntagsgesetzkrise, was eine Zeit der Trübsal ist 2 Zeiten der Trübsal. Oder? Right. So, what's my point? Okay, now, when Medo-Persia conquered Babylon, what did they do to the Jews? Als Medo-Persien in Babylon erobert hat, was haben sie mit den Juden gemacht? Oh, what did they do to the Jews, the Medo-Persians? They set them free, right? Und sie freigesetzt. Okay, so this mark in this little time of peace where the 2-horn pearl rises, this is where they get set free on our prophetic. Markiert, also wo die zweihörnige Macht hier aufkommt und das ist dann, wo die Juden freigesetzt werden. Okay, so, and then he says so it takes you down, and the 4th kingdom is this last kingdom, which is this 2-horned power, right? Markiert dann letztendlich, dann kommst du hier hin und dann kommt dieses 4. Königreich auf, diese zweihörnige Macht. And what's interesting is when Rome, the 4th kingdom, began to rule, how did it begin? Und das Interessante ist ja, als Rom, das 4. Königreich, anfing zu regieren, wie fing es an zu regieren? Peaceful. Peaceful, right? Friedfertig. So in this 4th kingdom, it's like a parallel to the 2-horned kingdom, right? It rises in a time of peace, right? Und das 4. Königreich ist eine Parallele dann hier zu diesem zweihörnigen Tier hier. Und es kommt auch in einer Zeit des Friedens auf. But very quickly, there's this other little horn that comes out of it, right? And now you have this 2-horned power. Sehr schnell kommt dann dieses andere kleine Horn auf. Right. Und dann hat man diese zweihörnige Macht. And it rules all the way to the end, and then you have the stone Es herrscht bis zum Ende und dann hast du da diesen Stein. cut out without hands and smashes this kingdom, right? Der ohne Menschenhand ausgeschnitten worden ist und der zerstört dieses Standbild oder dieses Königreich. Now, we know that when you take the Sunday law crisis from the line of Moses, Wir wissen, dass wenn wir uns die Sonntagsgesetzkrise aus der Linie von Mose anschauen, right, you have these 1, 2, 3 plagues, die ersten 3 Plagen, right? And then you have this time of separation, and then it's followed by 7 plagues, right? dann hat man diese Zeit der Trennung und dann ist es gefolgt von 7 Plagen. And notice here in the type, this brings you down to the final review where Christ says, it is done, right? Schaut, dass hier im Typus bringt sich das bis zur finalen Untersuchung der 7. Plage, wo er sagt, es ist geschehen. Right? Richtig? Christ says it is done at the final review, right? Das sagt der Christus in der finalen Untersuchung, richtig? It's marking the point where he finishes his work in the sanctuary for the first group of people. Hier hat er den Punkt, wo er sein Werk im Heiligtum aufhört für die erste Gruppe. And just keep your place there and go to Revelation 16. Halte deinen Finger jetzt hier, gehen wir zur Offenbarung 16. In verse 17. Offenbarung 16, Vers 17. And the 7th angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, it is done. Right? So, in the 7th plague there, right, he says, it is done. In der 7. Plage sagt er, es ist geschehen. So, we know that at the end of the Day of Atonement, the sins are placed upon the scapegoat. Wir wissen, dass am Ende des Versöhnungstags die Sünden ja auf den Sündenbock gelegt werden.
But Sister White also says, in the seventh plague when Christ comes, this marks the place where the sins are placed upon the scapegoat. Einmal sagt, es ist auch unter der 7. Plage, wenn Christus kommt, dass die Sünden dort auf den Sündenbock gelegt werden. Right? Richtig? So, the reason why I'm doing this, I'm trying to place these things in place, incorporating the little time of peace, so we can see this more clearly. Und warum ich das mache, ist, ich möchte jetzt letztendlich diese Dinge sozusagen auf die Linie setzen und aber auch die kleine Zeit des Friedens in dieser Sache beachten, sodass wir das klarer sehen können. Okay, so right here, 1848 is the Sunday law, right? Hier 1848 ist das Sonntagsgesetz. Now, so what I want us to do now is go to Daniel chapter 8. Jetzt lass uns zu Daniel Kapitel 8 gehen. Okay, so she says right here in this quote that we read, the four winds are held in check, right? Sie sagt ja in dem Zitat, was wir gelesen haben, dass die 4 Winde hier in Schach gehalten werden. So the four winds begin to blow, but they're held. 4 Winde, die werden jetzt hier fangen an zu wehen, aber sie werden auch zurückgehalten. Okay, now in 1848, we don't need to go and read the quote. What happened in 1848? 1848, was ist dort passiert? Wir müssen jetzt nicht das Zitat nochmal unbedingt lesen. When the kings tried to put the Pope back on the throne. Yes, the kings wanted to put the Pope back on. They all agreed to do it, and it's typified the Sunday law, Die right? Könige haben versucht, den Papst wieder auf den Thron zu setzen. Alle Könige haben zugestimmt. Das schattet das Sonntagsgesetz voraus. And what did it cause? Was hat das hervorgerufen? A revolution, right? Eine Revolution. Okay, keep your place in Daniel 8. Go to Daniel 11 and verse 40. So, dann gehen wir Daniel 8, gehen wir zu Daniel 11, Vers 40. It says, and at the time of the end shall the king of the south push at him. And the time of the end is the Sunday law crisis, right? Zeit des Endes ist die Sonntagsgesetzkrise. Right? Richtig? Yes. So we know that all this is pointing this the time of the end. The Sunday law crisis, the king of the south is going to push against the king of the north. Wir stehen also hier in der Sonntagsgesetzkrise, wird der König des Südens gegen den König des Nordens stoßen. Okay, so how do we understand today what the difference between the king of the south, the king of the north? What is it? Und wie verstehen wir das heute? Was ist der Unterschied zwischen König des Nordens und König des Südens? We just did this last week. Wir haben es ja letzte Woche uns angeschaut. One is rebellion, the other one hidden rebellion. Eine ist offene Rebellion, das andere verborgene Rebellion. But I'm talking about how do we understand it now? All the different things that we've studied lately. Who's the king of the south that's rising against the king of the north? Wer ist der König des Südens, der gegen den König des Nordens aufbegehrt? The nations rise up against No, we're still in our old thoughts, and it's not wrong, but there's more things to add to that. How are they rising against them? Wie stehen sie gegen sie auf? Come on, we've been looking at this republicanism and Democrats. Democrats, right? Wir haben uns ja angeschaut, die Republikaner und die Demokraten. So let's just remind ourselves, right? So you've got here the Republicans and the Democrats, right? Und hier die Republikaner und dann hier die Demokraten. So Republicans represent fascism, Democrats represent communism, right? Die Republikaner stellen den Faschismus dar und die Demokraten den Kommunismus. And they're both the same. Und beide sind letztendlich dasselbe. Both those want to bring you into slavery, Beide Systeme wollen dich in die Knechtschaft bringen. but they both have different ideas of doing it. Und beide haben unterschiedliche Ideen, das zu erreichen. This one wants to do it without religion.
Dieses möchte das ohne Religion tun. It's about humanism, it's about man's strength, right? Es ist ja Humanismus, es geht um diese menschliche Kraft. So this here represents the communistic ideas without any religion. They want to rule over the whole earth. It's the New World Order ideology. Das ist diese kommunistische Ideologie, die jetzt ohne Papst herrschen wollen und diese neue Weltordnung herbeiführen. Okay? But this one has the same ideas, but it wants to do it with a religious leader, right? Und diese Macht hat dieselben grundsätzlichen Ideen, aber sie wollen das mit einem religiösen Führer umsetzen. Okay, so it's very easy to understand, right? Because the Sunday law, what is it? What sort of law is it? Das an sich einfach zu verstehen. Ein besonderes Gesetz, was für eine Art von Gesetz ist das? It's a religious law, right? Ein religiöses Gesetz. So who's in power when the Sunday law is put in place? Also wer ist folglich an der Macht, wenn das Sonntagsgesetz eingesetzt wird? Right, yes. Die Republikaner. Fascism, right? Republikaner, der Faschismus. And we know that when you go back, because we know that the Sunday law crisis itself is prefigured by the two world wars, right? World War I, World War II, Wir right? wissen ja auch, dass die Sonntagsgesetzkrise an sich auch durch die zwei Weltkriege vorausgestattet wird. Ersten und Zweiten Weltkrieg. In the Second World War, who was the army of the Pope? Und im Zweiten Weltkrieg, wer war dort die Armee des Papstes? Hitler, right? Hitler. And Hitler was a fascist, right? Hitler war ein Faschist. And he set up lots of concentration camps and he murdered 6 million Jews who had rejected Christ, Er hat right? viele Konzentrationslager aufgerichtet und er hat dann 6 Millionen Juden vernichtet, die vorher Christus verworfen haben. So all these things are teaching us about the end of the world. When we reject Christ, we know what our doom is going to be, right? Das lehrt uns alles etwas über das Ende der Welt, dass wenn wir hier am Ende der Welt Christus verwerfen als Adventisten, dann wissen wir, was unser Schicksal sein wird. So we know that this one is the north and this one is the south, right? Also dass das der Norden ist und dass das der Süden ist. So in Daniel 11:40, Daniel Vers 40. at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, with horsemen, with many ships. And he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. So, what takes place there? Was findet jetzt hier statt? They make this Sunday law, right? Sie machen jetzt hier dieses Sonntagsgesetz And they oppose it, right? They use their political might and they get the people to make a rebellion against their plans. Die widerstehen jetzt und sie benutzen ihre politische Macht, um jetzt gegen diese Pläne aufzustehen. Right? Richtig? Okay. But when we go to 1848, how did that rebellion, how did it look like? Wenn wir zu 1848 kommen, wie sah diese Rebellion aus? And how long did it last for? Und für wie lange hat sie gedauert? Right, it lasted for 3 months. Für 3 Monate angedauert. And then what all of a sudden happened? Und was dann plötzlich passiert? There was a time of peace. Da gab es eine Zeit des Friedens. Okay, so I've been trying to always wonder where we put this, right? Ich habe mich immer gewundert, wo können wir das markieren? So I want to suggest that because we know that, in fact, if you just go to Daniel chapter 3, right? Gehen wir jetzt mal zu Daniel 3. Because I've always tried to really understand this point, right? Ich habe immer versucht, diesen Punkt wirklich richtig zu verstehen. Verse 1. Daniel 3, Vers 1. It says, Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 60 cubits, and the breadth thereof 6 cubits, and he set it up in the plains of Dura in the province of Babylon. And Sister White tells us very clearly that this is the Sunday law crisis, right? Ellen White sagt uns sehr deutlich, dass das hier die Sonntagsgesetzkrise ist. Right? Richtig? So when he sets up this golden image and he commands you to bow down, right? Also wenn er das goldene Bild hier aufrichtet und dann dir befiehlt, niederzufallen. Okay. It says, verse 4. Vers 4. Then an herald cried aloud, to you it is commanded, O people and nations and language, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye shall fall down and worship the golden image
that Nebuchadnezzar the king hath set up. And whoso falleth not down and worshippeth shall the same hour be cast in the midst of the burning fiery furnace. Right? So when this image is set up, what are they immediately told? Also wenn dieses Bild aufgerichtet wird, was wird ihnen sofort gesagt? We need to bow down. They need to bow down, right? Sie müssen niederfallen. Okay, so I have some thoughts here. Okay, I never thought this thought before, but I'll just try it out, right? Back to verse 5. Den Gedanken, den ich jetzt habe, den habe ich noch nicht gehabt zuvor. Ich werde den jetzt mal prüfen. So Gehen wir first of all, zu Vers 5. they set the golden image up, right? Zunächst einmal, sie haben das goldene Standbild aufgerichtet, richtig? It says that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye shall fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up. Right? We've never really, or maybe somebody has some thoughts now. What would be this music? Where would we place this? Wo wäre diese Musik? Wo würden wir das hinsetzen? Das wird jetzt Deception, right? When they from here when they cry, want to deceive you with all these inducements and all these things about Yes, that's what I understand. But okay, doesn't matter. I'll leave that thought. I'll look at it a bit closer and then maybe come back to that. But so basically, when they set this up, there's a death decree attached to it, right? Also, wenn Sie hier das Sonntagsgebet jetzt aufrichten, wird ein Todesdekret damit hinzugefügt. But we know that in the Sunday law crisis, the death decree doesn't come until the midnight crisis, where you get delivered up, right? Wir wissen, dass in der Sonntagsgesetzkrise das Todesdekret erst gegen dich gebracht wird, hier im Mitternachtsruf, wo du ausgeliefert wirst. Because we know in this story also, right, that they refuse to bow down and then they get reported and they get delivered up before the king. Und wir wissen auch in der Geschichte, da weigern sich ja die Hebräer niederzufallen und dann werden sie gemeldet und ausgeliefert. Okay. Vor den König. So it shows us that there's a period of time, right, where although the death decree is there, you don't come face to face with the kings until that period's over. Das zeigt uns also, dass es also eine Zeitperiode gibt, wo, obwohl es schon das Todesdekret am Platz gesetzt ist, dass du erst später dann vor die Könige gebracht wirst und mit dem Todesdekret konfrontiert wirst. Okay, and I want to suggest that it's because the king of the south has come against the king of the north. Und ich möchte vorschlagen, dass es deswegen so ist, weil der König des Südens gegen den König des Nordens hier aufkommt. So because this decree that's made here is the king of the north setting up the Sunday law, the golden image. Und dieses Right? Dekret hier, was wir lesen, ist ja der König des Nordens, wie er dieses Sonntagsgesetz aufrichtet, dieses Okay. goldene Bild. So Daniel and his colleagues are not set before Nebuchadnezzar, which is this fiery furnace, right? Also Daniel und seine Kollegen werden hier noch nicht vor Nebukadnezar gebracht, was ja letztendlich dann diese Feuerofenerfahrung hier darstellt, Until they come face to face with death, bis sie right? hier mit dem Tod ins Angesicht kommen. And it's where they get delivered up. Das ist, wo sie ausgeliefert werden. Right? This death decree here is paralleling this death decree here, right? Das Todesdekret hier ist eine Parallele zu diesem Todesdekret hier. Right? And we've Richtig. gone through this many times. This is also the belly of the whale, right? Das hier ist auch der Bauch des Wales. Okay, so the point is that why is there such a time space before you get delivered up? Also warum gibt es da diese Zeitspanne, bevor du ausgeliefert wirst? And I want to suggest, based upon 1848, it's because the South, right, disrupt what they plan to do right there at that point. Ich würde vorschlagen, dass es wegen dem Süden, wenn er hier aufbegehrt, dass er sozusagen sie von dem eigentlichen Ziel abbringt, was sie eigentlich vorhatten. Right, because we know in 1848 that who rose up against the king? Denn wir wissen, 1848, wer ist dort gegen den König aufgestanden? The people and the army. Okay, the army, right? Also die Leute, aber auch Teil der Armee. So there must have been some people
in charge of the military that defected, right, onto the side of the south and rose up against the north, right? Es mussten also welche Leute in der Armee sein, die letztendlich sich vom König abgewandt haben und mit dem Süden sich zusammengeschlossen haben. And I want to suggest that this 3-month period would represent all this, because what happened at the end of the 3 months? Und ich möchte vorstellen, dass die 3-monatige Aufruhr diese Zeit hier markiert, denn was passiert am Ende der 3 Monate? There was a time of peace, Es right? kam dann eine Zeit des Friedens. Just suddenly, like as quick as it started, boom, it just ended all over Europe. It all stopped at the same time. Also ganz plötzlich, so schnell wie es aufkam, ist es auch wieder zu Ende gegangen und über ganz Europa ist es plötzlich dann beendet worden. Okay, so go back to Daniel 8. Zurück zu Daniel 8. Because Daniel 8 is a parallel to Daniel 7, right? Daniel 8 ist eine Parallele zu Daniel 7. And just before we read Daniel, just chip back one to Daniel 7, Gehen wir doch nochmal zu Daniel 7 kurz zurück. verse 2. Vers 2. It says, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, behold, the 4 winds of the heaven strove upon the great sea, and 4 great beasts came up from the sea, diverse from one another. Bis Vers 3. And we know that this is this statue. This is this Sunday law crisis, right? Wir wissen, dass das auch dieses Standbild ist, das ist diese Sonntagsgesetzkrise. When Sister White spoke about AD 48, she says, the 4 winds are held, right? Als Ellen White über 1848 sprach, hat sie gesagt, die 4 Winde sind hier gehalten. So in Daniel 7 here, the 4 winds are blowing when this beast's coming up out of the sea. Und Daniel 7, da wehen diese 4 Winde, wenn diese 4 Tiere aus dem Meer aufkommen. But the Lord is restraining them, right? Und der Herr hält sie auch zurück. Okay, so and we see that the 4 beasts is the same illustration as the statue, right? Und wir können sehen, dass diese 4 Tiere dieselbe Darstellung ist wie dieses Standbild. It's just showing you in a different symbol. These 4 beasts represent 4 persecuting powers. Das zeigt dir dasselbe einfach nur in einem anderen Symbol. Sie stellen diese verfolgenden Mächte dargestellt durch diese 4 Tiere. Okay, so now I want to suggest that these, because you come down to verse 4, Gehen wir zu Vers 4. it says, the first was like a lion and had eagle's wings. I beheld the wings thereof. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth and made to stand upon the feet as a man, and a man's heart was given unto it. And behold, another beast, a second like to a bear, and it raised itself up on one side, and had 3 ribs in the mouth of it between the teeth, and it said, thus unto it arise, devour much flesh. And after this beheld, lo, another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl, and the beast had also 4 heads, and dominion was given to it. Okay, so I want to take us down to this 3rd beast. Also bis Vers 6 haben wir gelesen. Und ich möchte uns jetzt zum 3. Tier hinabbringen hier. So it has these 4 heads. Es hat diese 4 Häupter gehabt. Vers 6. Okay, so I want to suggest again that these first 3 beasts, they come down to this point right here. Ich würde am weitesten mal vorschlagen, dass diese ersten 3 Tiere bis zu diesem Punkt hier hinabkommen. Okay, and we'll deal with the 4th beast in a moment, right? Wir werden uns das 4. Tier gleich anschauen. Because when we look at the bigger fractal, right, you have the head, the body, the waist of brass, and then the 4th beast rises in a time of peace, but he's not persecuting anybody there. But right here is where he begins to persecute, is when he's joined with the papacy, the 2 little horns, right? Also letztendlich haben wir hier diese 3 Reiche, die aufkommen. Und dann hier kommt das 4. Reich auf in dieser Zeit des Friedens, aber hier verfolgt es noch nicht. Erst wenn es jetzt mit der Frau, mit dem Papsttum jetzt sich wieder verbindet. And we know right at midnight, they make a league and there's this time of peace, right? Und wir wissen auch, hier um Mitternacht machen sie ja diesen Friedensbund und dann gibt es diese Zeit des Friedens. So I want to suggest that the 4 heads of this Greek horn is marking this point right here where it gets
punished. Ich möchte vorschlagen, dass diese 4 Häupter des griechischen Horns diesen Zeitpunkt hier markieren, wo jetzt dieses Reich bestraft wird. Now, you'll see this clearer when you go to Daniel 8. Und das können wir jetzt genauer sehen, wenn wir zu Daniel 8 gehen. Verse 1. Daniel 8, Vers 1. It says, in the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared to me the first. So, it's just paralleling this vision with the one that he had in Daniel 7, right? Also jetzt einfach jetzt die Vision hier aus Daniel 8 parallel mit der Vision aus Daniel 7. And we know Daniel 7 is about political kingdoms, it's about these persecuting powers, right? Also in Daniel 7 spricht über diese politischen Mächte, über diese verfolgenden Mächte. And Daniel 8 is about religious powers. Aber Daniel 8 hingegen spricht über die religiösen Mächte. So it's just showing you the two aspects of the statute, right? Which is a religious and a political power. Das zeigt uns also einfach die 2 Aspekte der Statue, eine religiöse und eine politische Macht. Okay, so verse 2. Vers 2. And I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I was at Shushan in the palace. And we know that Shushan is a symbol of the Sunday law as we see in Esther. Und wir wissen, dass Susan ist ein Symbol für das Sonntagsgesetz, so wie wir im Buch Esther finden können. Because Sister White says that the book of Esther is the Sunday law crisis. Right? Und White ja sagt, das Buch Esther ist die Sonntagsgesetzkrise. So I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I was at Shushan the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other. Right? So Das ist Vers 3. the fact that one horn is now higher than the other is telling us that this is the point where the church power is in control over the civil power. Dass das eine Horn jetzt höher ist als das andere, ist jetzt sagt uns letztendlich, dass jetzt die Kirche in die Kontrolle gekommen ist über die Staatsmacht. Okay, so that's what we have here, right? That's what marks the Sunday law crisis, Das right? markiert ja die Sonntagsgesetzkrise. Because here you got 2 Sunday laws, right? In der Darstellung haben wir jetzt ja hier die beiden Sonntagsgesetze. So we know that 2-horned power begins here, but it begins in peace, right? Wir wissen, dass die zweihörnige Macht hier anfängt, aber in Frieden beginnt. Because the United States, we read in Revelation 13:11, it comes out of the earth, In Offenbarung 13, Vers 11 haben wir gesehen, dass die USA aus der Erde aufkommt. but then it does what? Und dann tut es was. Speaks like a dragon, right? Sprich wie ein Drache. When it speaks like a dragon, it's marking the point where now the church is controlling the state and they go to persecute, right? Wenn es wie ein Drache spricht, dann ist jetzt die Kirche in der Kontrolle über den Staat und es fängt an zu verfolgen. So the 2 Sunday law crises, they're teaching the same thing, Also right? die 2 Sonntagsgesetzkrisen lehren dasselbe. So we know in this illustration right here that this 2-horned power, it's marking the point now that the north has made a Sunday law, right? Because they're the civil power that's allowed the church power to rule its mind, right? Jetzt hier in der Darstellung, wo das eine Horn jetzt größer wird, ist jetzt, wo der Norden jetzt dieses Sonntagsgesetz macht und die civil power ist. No, the north is the civil power that's allowed the church Okay, power also to der rule Norden its ist mind. die Staatsmacht, die der Kirche die Erlaubnis gegeben hat, jetzt das umzusetzen, was die Kirche will. And what did the south do? Und was macht der Süden dann? They rise up against it, right? Wir begehren dagegen auf. So we know right here within in that time period in France, which is the United States, this 2-horned power, Wir wissen, dass in dieser Zeit in Frankreich, was diese zweihörnige Macht ist, right? But we're also looking at this that the earth represents the whole world, right? aber wir schauen uns das auch so an, dass die Erde die gesamte Welt darstellt. And the United States is just the #1 power that's controlling the whole world at this point. Die USA ist einfach nur die allererste Macht, die die gesamte Welt in diesem Zeitpunkt kontrolliert. Because what did he say about Nebuchadnezzar? Denn was hat er über Nebukadnezar gesagt? Thou art a Du bist ein king of kings, right? König der Könige.
So he's the King of Kings, he's this emperor, he's ruling over the whole world, right? Das ist der König der Könige, ist dieser Kaiser, er herrscht über die gesamte Welt. So he's the King of the North, right? Er ist der König des Nordens. Because Nebuchadnezzar was the King of the North. Und Nebukadnezar der König des Nordens war. And he's this King of Kings, he's ruling over the whole world, he makes the Sunday law, but the subjects in the army, right, under the south, they rise up and oppose this, what he's doing, right? Er ist der Norden, der macht das Sonntagsgesetz, aber die Untertanen, die dem Süden angehören, die begehren da jetzt gegen auf, gegen das Sonntagsgesetz. Okay, so now if you just go to, keep your place there, go to Daniel 11 and verse 40 again. Gehen wir jetzt nochmal zu Daniel Vers 40, wir kommen gleich zurück zu Daniel 8. It says, and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, with horsemen, and with many ships, and he shall enter in the countries and shall overflow and pass over, right? So it tells us that at some point the king of the north is going to retaliate against this rebellion, right? Sagt uns hier, dass zu einem bestimmten Punkt jetzt der König des Nordens gegen diese Macht zurückschlagen wird. So if we look at 1848, right? Wenn wir uns 1848 anschauen, You got this 3 months that the rebellion was lasting for, right? diese 3 Monate, wo diese Rebellion angedauert hat. And all of a sudden it comes to an end. Und plötzlich kommt das dann zu einem Abschluss. It brings a time of peace. Es bringt eine Zeit des Friedens herbei. So I want to suggest that it's, don't know how I can really show this, but somehow it's at the end here where the north comes against the south. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das zeigen kann, aber irgendwie am Ende kommt der Norden gegen den Süden. Okay, and there's some things I still quite understand, but I'm just going by Da bringing gibt es the so ein pieces. paar Dinge, die ich noch nicht wirklich verstehe. So go to verse 5. Gehen wir zu Vers 5. Daniel 11 oder Daniel 8? Daniel 8, sorry. Yes. Gehen wir zurück zu Daniel 8 und dann Vers 5. Because, in fact, just let's read verse 4. Lass uns Vers 4 nochmal lesen. Because it talks about the ram, there's a time period where it's basically prospering, or it's exalting itself, and it's before it comes to its end, right? Es spricht jetzt hier über eine gewisse Zeitspanne, wo jetzt erstmal dieser Widder gedeiht, bevor er letztendlich zu seinem Ende kommt. It says, I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him. Neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. So, I don't know that I perfectly understand that, but if we parallel it with 1848, it would suggest that this is this time period where the south, right, is rising up, and they're coming against these 3 entities, the west, the north, and the south. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon perfekt verstehe, aber wenn man das jetzt parallel setzen würde, hier mit 1848, würde das halt diesen Süden markieren, der jetzt gegen diese 3 Entitäten Westen, Norden, Süden aufbegehrt. But when you come to verse 5, Wenn wir zu Vers 5 kommen, and as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. So we understand that this is the 10 kings. This is the armies of the Pope that's retaliating against this south power, right? wir verstehen, dass das jetzt die 10 Könige sind, die Armee des Papstes, die jetzt gegen diese Südmacht zurückschlagen. We know the south power is a two-horned power, right? Wir wissen, dass die Südmacht ja eine zweihörnige Macht ist. How do we know that? Woher wissen wir das? Revelation 11. Yes, from Revelation. Just go to, keep your place and go to Revelation 11. Jetzt wissen wir aus Offenbarung 11, gehen wir zu Offenbarung 11. Verse 7. Offenbarung 11, Vers 7.
And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them. Right? So we know that that's here, right? Wir wissen, dass das hier Mitternacht ist. And this is the French Revolution. It's France rising up against the papacy and anything religious, right? Das ist die Französische Revolution, das ist Frankreich, der gegen das Papsttum und jegliche Religion aufsteht. Okay, so and then it says, Dann sagt es weiter. and when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, shall overcome them and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which is spiritually called Sodom and Egypt. Right? These two, this religious and their religion is atheism, and then they've got this civil power represented by Egypt. So you've got this two-horned power is the south that rises up against the north. Diese zweihörnige Macht, wir haben hier den Süden, der gegen den Norden aufbegehrt. Because both the Democrats and the Republicans, they're both part of the same power, this two-horned power. Also sowohl die Demokraten als auch die Republikaner sind beide letztendlich diese zweihörnige Macht. Okay, so I'm just trying to piece all the pieces of the puzzle together, but I haven't quite managed to do everything yet, but it will come, right? Ich versuche diese ganzen Puzzleteile zusammenzubringen, aber ich habe es bisher noch nicht so wirklich hinbekommen. Aber es wird noch bald zustande kommen. Okay, so go back to Daniel 8. Ja, zurück zu Daniel 8. I have some thoughts, but I'll have to think about it before I finish it. But anyway, it says, verse 6. Vers 6. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran into him in the fury of his power. And I saw him come close to the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns. And there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong. So when is the he-goat strong? Das sagt, also wann wird der Ziegenbock stark? When's the he-goat strong? Wann ist der Ziegenbock stark? When he's conquered the ram, right? Als er den Widder erobert hat. It says when the he-goat was strong, so immediately as he puts down the first one, it says the great horn was broken. Und sobald er jetzt stark wurde, als er diese Rebellion niederbrachte, den Widder, ist sein großes Horn zerbrochen. And for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. Und aus ihm kamen dann letztendlich diese 4 Hörner hervor. Okay, so we know right here that the four winds Und zwar zu den 4 Himmelsrichtungen. Und hier wissen wir, dass diese 4 Winde gelöst werden. are loosed, right? Sind gelöst. And I want to suggest that it's parallel in this point with this Greek horn, right? It marks the four winds right there, right? Ich möchte vorschlagen, dass jetzt hier dieses griechische Horn zerbrochen wird. Denn auch hier werden ja diese 4 Winde da erwähnt. So it says, for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. Now, 4 Hörner gemäß den 4 Himmelsrichtungen. where do we see four horns in the Bible? Wo sehen wir 4 Hörner in der Bibel? In the altar, right? Altar. And the altar is a symbol of the whole earth, right? Der Altar ist ja ein Symbol für die gesamte Erde. Right? Richtig? Okay, now I want to suggest that this four horns represents this league, right? It's this whole earth when they come together to make this league, and we'll be marking this time here because the great horn gets punished right here, gets broken. That would mark this punishment that comes on right here. Also ich würde jetzt vorschlagen, dass diese 4 Hörner jetzt dieses Bündnis hier markieren. Denn Right. das große Horn ist diese Bestrafung, die hier kommt. So you've got these four winds,
Wir haben also diese 4 Winde hier. And you now have these 4 horns being set up, right? It represents something worldwide. Wir haben dann diese 4 Hörner, die jetzt hier aufgerichtet werden. Das ist dieses weltweite Bündnis. So we know that right at the end here they set up this league, which is a worldwide thing, and it marks the time of peace. Wir wissen, dass sie am Ende setzen ja dieses Weltbündnis auf und das markiert dann diese Zeit des Friedens. Okay, verse 9. Vers 9. It says, and out of one of them came forth a little horn. So who was this historically? Wer war das historisch gesehen? Hier in Vers 9. Das heidnische Rom. Okay, pagan Rome, right? Das heidnische Rom. And when it comes out of one of those horns, it's not marking the time of peace, it's marking when it's now going to war, right? Also, dass ja aus einem Hörner raufkommt, dann markiert es jetzt nicht diese Zeit des Friedens, sondern wenn es Krieg führt. So I would suggest, right, that this 4 horns, it's marking this little time of peace, this league, and then out of one of them comes this little horn, right? Also 4 Hörner markieren hier diese Zeit des Friedens und aus einem von denen kommt dann dieses kleine Horn hervor. And the little horn was pagan Rome, right? Das kleine Horn war das heidnische Rom. Pagan Rome begins here at time of peace, but right here begins to persecute God's people. Heidnische Rom beginnt hier in der kleinen Zeit des Friedens, aber fängt dort an, das Volk Gottes zu verfolgen. And when you come down to verses 9 through to 12, it's just talking about this little horn and how it's persecuting God's people in the Sunday law crisis, right? Wenn du dann bis Vers 12 runterliest, ist es weiter über das kleine Horn und wie es jetzt in dieser Sonntagsgesetzkrise verfolgt. But we know that it consists of both pagan and people, Wir right? wissen, dass dieses Horn sowohl das heidnische als auch das päpstliche Horn ist. Okay, let's go to this last quote from, it's in the live stream from Spalding McGann. Lass uns noch zu diesem letzten Zitat gehen, das ist im Livestream hier in Spalding again. And I think that this is showing us this same pattern, right? Ich denke, dass uns das hier dasselbe Muster zeigt. It says, I saw that the 2-horned beast had a dragon's mouth, and his power was in his head, and that the decree would go out of his mouth. That's the Sunday law, right at the beginning, right? Das Sonntagsgesetz hier am Anfang. Then I saw the mother of harlots, that the mother was not the daughters, but separate and distinct from them. She has had her day, and it is past. And her daughters, the Protestant sex, were the next to come on the stage and act out the same mind that the mother had when she persecuted the saints. I saw that as the mother had been declining in power, the daughters had been growing, and soon they will exercise the power once exercised by the mother. I saw the nominal church and nominal Adventists, like Judas, would betray us to the Catholics. Where does it now take you to? Wohin bringt dich das jetzt hier? Right, yes, it's taking you from the time they make the decree to the time you get delivered up, right? Zum Mitternachtsruf, wo Judas dich ausliefert. I saw the nominal church and nominal Adventists, like Judas, would betray us to the Catholics to obtain their influence, to come against the truth. The saints will be an obscure people, little known to the Catholics. But the churches and nominal Adventists who know of our faith and customs, for they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it, will betray the saints and report them to the Catholics as those who disregard the institutions of the people. That is, they keep the Sabbath and disregard Sunday. And I'm suggesting that they do that right here because now there's this power that was opposing them has been taken care of, right? Ich möchte vorstellen, dass sie das dann dort im Mitternachtsruf tun, weil diese Macht, die hier ihn wieder streitet hat, ist jetzt hier weggenommen. Right, and we'll come back to that in a moment. Just go to the next paragraph. Kommen wir gleich einen Moment darauf zurück, gehen wir zum nächsten Absatz. It says, then the Catholics bid the Protestants. What do the Catholics do? Was tun die Katholiken? The Catholics speak to the Protestants, right? Die Katholiken sprechen zu den Protestanten. To go forward and issue a decree that all who will not observe the first day of the week instead of the seventh day shall be slain. There's the death decree. Das ist hier das Todesdekret. And the Catholics, whose numbers are large, will stand by the Protestants. The Catholics will give their power to the image of the beast. Now, where does that take you to?
wohin bringt dich das, wenn die Katholiken jetzt ihre Macht dem Bild des Tieres geben? To Revelation 13, right? Offenbarung 13. So go to Revelation 13. Gehen wir dorthin. And let's begin in verse 11. Lass uns in Vers 11 anfangen. Okay, so we have this illustration, right? I beheld another beast coming up out of the earth. Wenn wir die Darstellung nicht sehen, sah wie ein anderes Tier aus der Erde aufkam. Right, he's coming up out of the earth here, right? But he's going to speak like a dragon here, marking the sundial, right? Aus der Erde hier wie ein Lamm auf, aber spricht dann hier wie ein Drache, markiert das Sonntagsgesetz. Okay. And he spake as a dragon, and he exercised all the power of the first beast before him, that causeth the earth and them which dwell therein, to worship the first beast whose deadly wound was healed. So the deadly wound gets healed, right, when all the kings of the earth put the Pope on the throne, Der right? Todesmond ist geheilt, wenn all die Könige der Erde den Papst hier wieder auf den Thron setzen. So when you take that, right, the Sunday law crisis, we said that this kingdom of brass is going to rule over the whole world, right? Wenn wir uns die Sonntagsgesetzkrise anschauen, dann sehen wir, dass dieses Königreich aus Bronze über die gesamte Welt herrscht. So when the whole world now is persecuting God's people because it speaks like a dragon, the deadly wound is healed. Wenn die gesamte Welt jetzt Gottes Volk verfolgt unter der Sonntagsgesetzkrise, wenn es wie ein Drache spricht, ist die Todeswunde geheilt. The deadly wound is healed when the Pope sits on the 10 kings, right? Die Todeswunde ist geheilt, wenn der Papst auf den 10 Königen sitzt. Okay, so what does he do now? Verse 13. Was macht er jetzt hier in Vers 13? And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles. So, Vers 14. who's he trying to deceive? Wen versucht er hier zu verführen? Right, the whole earth, right? But it's this power here. Diejenigen, die auf der Erde wohnen, also den Süden hier. Why is he trying to deceive them? Warum versucht er sie zu verführen? Because they've risen up in rebellion, right? Weil sie gegen ihn ja an Rebellion aufbegehrt haben. And he's going to use two means to bring the whole world into subjection, right? Er wird zwei Mittel benutzen, um die gesamte Welt in Unterwerfung zu bringen. And question, Sister White has this quote, she says, what's the order that the devil does it in? What does he try to do first? Und was ist die Reihenfolge, wie der Teufel das tut? Yes, every false religion first tries to deceive and then uses force, right? Jede falsche Religion versucht erst zu verführen und benutzt dann Gewalt. So when the south rises up against the north, they now try to do all these deceptions to draw them away from this rebellion and prove to them that they are the true power, right? Wenn der Süden hier gegen den Norden aufbegehrt, dann werden sie diese ganze Verführung benutzen, um letztendlich dem Süden zu beweisen, dass sie die wahre Macht sind. So, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles, which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast. So they're trying to deceive them to worship on Sunday, right? Versuchen sie zu verführen, dass sie am Sonntag anbeten. Which had the wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So now, Vers 15. what's he using now? Was versucht er hier, was benutzt er jetzt? Force. Zwang. This is this Greek horn coming against now to put down the remainder of the rebellion, right? Das ist das griechische Horn, was jetzt kommt und den Rest der Rebellion niederbringen wird. And we know that when that happens, right, all of a sudden, that's a time of peace, right? Wir wissen, dass wenn das passiert, dann kommt plötzlich jetzt eine Zeit des Friedens. Right. So, but it's at this time, right, what happens is that they now come and report there's this little group of people that are not bowing down, right? Wir wissen, dass dann hier am Mitternachtsruf ist, kommen sie und melden dich und sagen, da gibt es diese kleine Gruppe, die noch nicht niederfällt. Okay.
So I want to suggest that according to Spalding McGann, just go back to the last paragraph and then we'll close with this stuff. Und wir gehen jetzt nochmal zum letzten Zitat, zum letzten Absatz. It says, then the Catholics bid the Protestants go forward and issue a decree that all who will not observe the first day of the week instead of the seventh day shall be slain. And the Catholics, whose numbers are large, will stand with the Protestants. The Catholics will give their power to the image of the beast. That's verse 15. Go to verse 15. Das ist jetzt hier Vers 15, gehen wir zu Vers 15. And he, Satan, had power to give life unto the image of the beast. So Satan uses the Catholics to stand with the Protestants to give them to give power to give life unto the image of the beast. Also Satan, hat hier die Macht, indem er die Katholiken benutzt, um dem Bild des Tieres Macht zu geben. Right? So when this punishment comes here, it brings this little time of peace, but now they give them power. The Catholics and the Protestants come back together and they make this death decree against this little company that has not bowed down. Wenn die Bestrafung hier kommt, gibt es eine kleine Zeit des Friedens, aber hier kommen sie wieder zusammen und sie bringen das Todesdekret gegen diese kleine Gruppe, die nicht zuvor niedergefallen ist. Right? Richtig? So, I mean, there's nothing new that we've understood in the way that the order of events goes, but what I think is important that we have to understand Also es gibt jetzt nicht so viel Neues, was wir verstanden haben in Bezug auf die Abfolge der Ereignisse, aber was wichtig ist, was wir sehen sollten, is how the little time of peace fits in to this scenario, wie die right? kleine Zeit des Friedens in dieses ganze Szenario hineinpasst. Because I think it will give us these spacers and these waymarks to show us the structure much clearer. Right? Und ich denke, das wird uns sozusagen diese Lücken oder sozusagen oder diese Zeitspannen auf dem Wegmarken besser zu verstehen geben. Well, we've always had like Babylon, Medo, Persia, Greece, but we've never had any structure to those three parts. But this gives you a clear structure to it. Wir hatten ja immer Babylon, Medo, Persien, Griechenland und Rom nachher, aber wir hatten nie wirklich eine Struktur, wo was hingehört. Aber jetzt haben wir eine bessere Abfolge, wo welches Reich markiert ist. Okay, and in order to understand these things, we've got to bring all the evidence together, right? Und damit wir das verstehen können, müssen wir all die Beweise zusammenbringen. So, we've got to prove all things and hold fast that which is good, right? Also alle Dinge überprüfen und das Gute behalten. So, take some time, have a look at it, see if you can find any flaws. I'm sure there's some things we don't understand correctly. Deswegen nehmt ein wenig Zeit und schaut euch das an, ob da irgendwelche Fehler drin sind, und ich bin mir sicher, dass wir bestimmte Dinge noch nicht ganz richtig verstehen. But the point I want to get, all of Bible prophecy points to this time, the death decree, because it's the point where the whole world is truly united. Right? Aber die ganze biblische Prophetie weist letztendlich hier auf dieses Todesdekret hin, wo die gesamte Welt vereint sein wird. Okay, when they make this death decree against you, right? Wo sie dieses Todesdekret gegen dich bringen. And this will also help us to understand our prediction, because it's at the end point here where the punishment comes, right? Das hilft uns auch, unsere Vorhersage besser zu verstehen, denn es wird am Ende dort sein, wo die Bestrafung kommen wird. But we also see that there's a punishment here, right? Wir sehen auch, dass eine Bestrafung auch hier sein wird. And it just confirms our prediction, which marks these two punishments, right? Und das bestätigt einfach nur unsere Vorhersage, welche ja diese zwei Bestrafungen hier markiert. Amen? Amen. Okay, much to think about, right? Vieles, wo wir nachdenken müssen. Let's close with Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, danke für das Studium, das wir jetzt haben konnten. thank you for the study we could just have. Hilf uns, diese Dinge zu verstehen und auch selber nochmal uns anzuschauen. Please help us to understand these things and to consider them also on our own. Bitte
Bitte sei bei denen, die jetzt unterwegs sind nach Deutschland. Please also bless those that are now departed to Germany. Bitte vergib uns unsere Sünden und hilf uns jetzt durch den Tag. Please forgive us our sins and help us to get through this day. In Jesu Namen. In Jesus' name, amen.